Hallo, herzlich willkommen auf dem Weg des Scheiterns. Schön, dass du dich hierher geirrt hast. Mein Name ist Nina. Auf der stetigen Suche danach, wie etwas besser laufen könnte, stelle ich immer wieder fest, dass sich oft gerade dann Möglichkeiten für Erkenntnisse öffnen, wenn etwas nicht wie geplant verläuft. Das Scheitern erscheint dann plötzlich als eine Art Spur, die zu etwas führt, das von Menschlichkeiten erzählen kann. Solchen Spuren möchte ich in den Episoden dieses Formats folgen. Vielleicht kann dir der ein oder andere Gedanke eine Reisebegleitung sein. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Hören und alles erdenklich Gute für deinen ganz eigenen Weg. Hallo, schön, dass du da bist. Und was für ein interessanter Zufall, dass in dem Moment, in dem ich mich entschieden habe, über das Zögern nachzudenken, eine Schützenkapelle um den Park zieht, in dem ich gerade diese Aufnahme mache. Ein schöner Kontrast, denn das ist wohl eine Form von Musik, in der das, was ich Zögern nenne, so gut wie gar nicht vorkommt. Also die Gegenmacht sozusagen zu dem, was ich heute besprechen möchte, ist auch zugegen. Ja, das ist ein Wort, das mir jetzt muss ich zögern, weil ich gerade darüber nachdenke, ob ich vielleicht eine neue Aufnahme mache, weil es hier recht laut geworden ist. Na, ich bleib mal dabei. Warum ist mir das Zögern eingefallen? Ich habe vorhin einen Specht gesehen, einen wirklich schönen Buntspecht, vermute ich. Ich habe, glaube ich, noch nie aus einer solchen Nähe diesen Vogel beobachtet. Und was mir da aufgefallen ist, dass, obwohl der relativ schnelle Bewegungen macht und sehr geschickte Bewegungen, es etwas in dem gab, was er als Strategie wahrscheinlich zur Futterbeschaffung tut, in seiner ganz eigenen Weise. Da gab es ein kleines Moment und das habe ich plötzlich für mich identifiziert oder zumindest assoziiert aus meiner menschlichen Perspektive mit einem Zögern. Und es war nicht klar, was der Grund dafür ist, aber es war etwas darin, ja, was mich daran erinnert hat, dass es so etwas wie Zögern gibt. Und dass für meinen Geschmack das Phänomen des Zögerns viel zu wenig besprochen wird oder reflektiert wird. Vielleicht verwendet wird, also wir verwenden das Wort, um jemandem zu sagen, naja, du zögerst noch. Wenn es eigentlich darum geht, dass etwas schon klar ist, also etwas wird oder soll passieren. Ein Mensch soll sich zu etwas durchringen, das Notwendige zu tun. Aber dieser Mensch, so sagen wir es zumindest, ist noch nicht bereit in diesem Augenblick, das zu tun, was er tun soll. Und dann sagen wir, ja, naja, du zögerst noch. In der Position verharren, dass wir wüssten, was zu passieren hätte. Das heißt, es wird in dieser Gebrauchsweise vielleicht mit einer Nuance von nicht Despektierlichkeit.
Was für ein Wort könnte passen? Es ist so ein bisschen besserwisserisch. Also es ist so ein bisschen, ich weiß, was gut für dich ist oder ich weiß, was richtig ist. Und du zögerst eben noch. Du bist eben noch nicht so weit, das zu sehen. Und ich denke schon, das hat eine gewaltvolle Note unter Umständen. Und es ist auch eine Art Manipulation. Wenn man dem anderen sagt, was gerade mit ihm geschieht, wenn er offensichtlich in einer Situation ist, in der er irgendeiner Sache nicht vollständig zustimmt, vielleicht sogar gar nicht zustimmt und das unter Umständen noch gar nicht richtig ausdrücken kann. Und wenn ich dann jemandem sage, das wird sich wohl ändern, aber du zögerst noch, dann bringe ich mich in die Position zu glauben, es wäre mein Akt der Gnade, der diesem Menschen eben noch dieses kleine bisschen Zeit verschafft, um sich in die Lage zu bringen, das zu tun, von dem ich denke, dass er es tun wird oder sollte. Jetzt glaube ich aber, ist was ganz Interessantes im Zögern selbst. Also im Zögern, was hinter diesen Alltagsformulierungen liegt, auch irgendwie der Konnotation von Zögerlichkeit als Antipode zur Durchsetzungsfähigkeit oder Klarheit oder Mut, je nachdem, wie man es betrachten will. Zögerlichkeit und Zimperlichkeit sind vielleicht in dieser Art Formulierung verschwistert. Aber ich meine, in dem Zögern, wenn man da einmal das Mikroskop drauf richtet, wie es eben vielleicht ein bisschen bei diesem Specht ging, liegt eine unfassbare Intelligenz, wenn man nicht dagegen kämpft. Es gibt nämlich etwas, was im Zeitempfinden etwas ändert, das mit dem Zögern im Zusammenhang steht oder das beim Zögern geschieht. Also geschehen kann, wenn man das Zögern oder die Verzögerung bejaht. Also nicht ablehnen zugunsten einer anderen Vorstellung von einem bestimmten Zeitablauf oder von Dingen, die eben in einer bestimmten Zeit geschehen sollten. Also die Verzögerung oder das Zögern als vielleicht die Verzögerung, die in mir oder durch mich passiert, ist sowohl eine innere Angelegenheit als auch eine, die das, was sie ist, ins Außen trägt. Der Mensch beispielsweise, der angehalten ist, irgendetwas Bestimmtes schnell zu tun, könnte, anstatt sich einfach zu überwinden, jenes zu tun oder komplett zu blockieren, auch zögern, es zu tun. Und das hat eine ganz andere Qualität als die anderen Optionen, weil es nicht die Zeit anhält, aber sie irgendwie
vielleicht auf eine Weise mit der Zeit interagiert, die die Zeit befreit von dem Rhythmus der Schützenkapelle. Vielleicht weißt du, was ich meine. Die vorgestellte Taktung, was wann zu passieren hätte, die wird durch das Zögern auf eine Weise abgelöst von der Zeit selbst, in der man durchaus sehr viel darüber nachdenken und diskutieren könnte, was das eigentlich ist, aber indem das Zögern mit beidem in Verbindung bleibt, nämlich mit der Taktung, auf die es sich ja bezieht, oder dem Anspruch, und der Möglichkeit der Zeit, anders zu verlaufen als in dieser Taktung, wird die Verschaltung zwischen Taktung und Zeit gedehnt. Und ich glaube, das macht das Zögern auch so intensiv. Man ist in dieser Zwischenposition oder der Akt des Zögerns oder der Modus oder die Phase vielleicht des Zögerns ist verbunden mit einer Position, die plötzlich die Unterschiedlichkeit dieser beiden Ebenen gleichzeitig zu spüren bekommt. Beide Rhythmen, beide Dimensionalitäten, Taktung und dieser riesige, offene, wabernde Zeithorizont oder Zeithorizonte, Zeitabgrund vielleicht eher. Es gibt also etwas, wo man durch das Zögern in Verbindung treten kann mit der Membran zwischen unserer Vorstellung von Wirklichkeit und möglicherweise Wirklichkeit oder diesen Kräften, aus denen das besteht, worin wir uns vorfinden, die wir nicht notwendig begreifen, aber die doch irgendwie da sind. Und die wir dann mit einem Raster versehen, um uns in ihnen irgendwie bewegen zu können. Und da erscheint das Zögern als etwas, das sich der Möglichkeit einer Differenz dieser vorgestellten Realität, in der wir versuchen, die Welt oder das Leben zu verstehen und zu begreifen, und dem, was sie vielleicht auch ist oder wirklich ist, wer weiß, dass das eben nicht dasselbe ist. Es ist möglich, dass unsere Vorstellung von Zeit zum Beispiel eine gar nicht mal so schlechte Interpretation dessen ist, was Zeit sein könnte. Aber woher wollen wir das wissen? Wir können die Zeit ja nicht fragen. Aber vielleicht haben wir in diesen Momenten, in denen es nicht oder noch nicht zur Handlung kommt, zu einer Bestimmung kommt, zu etwas, was innerhalb eines geplanten Verlaufs als nächstes anstehen würde. Die erfüllte Deadline oder die perfekte Terminierung.
In der Verzögerung haben wir das, was genau den Finger darauf legt, dass unsere Vorstellung eines Zeitablaufs oder einer Terminierung oder eines Rhythmus Fiktion ist, aber nur insofern Fiktion ist, wenn sie das glaubt, wenn dieser Vorstellung geglaubt wird, dass das so vorgesehen ist oder notwendig so ist. Fiktion ist sie nicht, wenn man sagt, es gibt diese Terminierung als Terminierung, es gibt diese Taktung als Taktung, es gibt diese menschliche Einteilung als Einteilung. Aber es gibt etwas darüber hinaus, was durch diese kleinen Verlangsamungen, diese kleinen Verschiebungen, die dadurch entstehen, wie sie im Zögern zum Beispiel auftauchen können, da wird es deutlich, da wird es viel deutlicher als im Abbruch. Und das Zögern ist zugleich etwas, bei dem ich vielleicht den Eindruck habe, ich bin nicht in der Lage, irgendeine Abfolge oder Aufgabe zu erfüllen und einzuhalten. Das heißt, ich scheitere an den Anforderungen. Wenn ich dann den Abbruch mache, also den Abbruch vollziehe und sage, ich wende mich von dieser Aufgabe ab, entgehe ich vielleicht auch dem Gefühl, dass es scheitern könnte. Und im Zögern ist die Option, dass es scheitern könnte, absolut präsent. Man könnte vielleicht sogar sagen, im Zögern haben wir den Moment, in dem die eine Operndiva, die ich jetzt die Diva Scheitern nenne, alleine auf der Bühne steht, alle anderen Lichter sind aus und der Spot ist auf sie gerichtet. Das Zögern ist das, was zwischen dem Luftholen und dem Luftanhalten liegt oder der Luft einen Ton geben. In der das Leben so eine kleine Senke macht. Also es sinkt kurz ein wenig ab. Und es wirft mich auf einen ganz anderen Rhythmus zurück, auf eine ganz andere Form von Logik, die aber so nah ist, dass nur ein Zögern reicht, um die Qualität dieser anderen Logik oder man könnte sagen Ordnung zu spüren zu bekommen.
Es hält einen Raum auf, der eigentlich gar nicht erlaubt ist, der gar nicht vorgesehen ist. Und es eröffnet auch einen Raum für diese Angreifbarkeit, diese Fragilität. Denn es ist dem zögernden Menschen noch nicht beschieden oder es ist noch nicht klar, ob man ihn jetzt bestrafen muss oder ob man ihn in Ruhe lässt, sondern alle sind in dieser merkwürdigen Form von Zwischeneinatmen und Luft holen. Die Verlangsamung des Atems vielleicht am ehesten. Es ist nicht das Stocken. Es ist etwas, was im Fallen begriffen ist oder im Sinken, im Sinkflug ist, aber nichts ist klar. Der Ausgang ist tatsächlich nicht klar. Deswegen ist es vielleicht auch nicht notwendig ein Sinkflug. Es ist also ganz interessant, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Sache geht, von der man den Eindruck hat, man sollte sie tun. Also ich nehme mich wieder als Beispiel. Ich habe das Gefühl, ich sollte etwas Bestimmtes tun. Und vielleicht ist das sogar so. Und ich habe vielleicht Angst oder es gibt irgendetwas, was mich abhält, sofort in die Bewegung hineinzugehen, in die Handlung und das durchzuziehen. Und was, wenn ich mich darauf nicht konzentriere, das zu bekämpfen, was mich davon abhält, damit ich es endlich machen kann, sondern einfach mal wage zu zögern und diesem Zögern zuzuhören, zu lauschen. Wohin bringt es mich? Und wohin bringt es die anderen? Das meinte ich vorhin. Es ist eine Form der Resistenz gegen die Taktung, die tatsächlich schafft, etwas gegen die Taktung zu machen, indem sie nicht die Taktung ad acta legt, sondern oder verlässt oder versucht zu zerschlagen, sondern ich würde sagen, ich sage das jetzt, die Taktung massiert. Gerade so weit, dass klar ist, was die Taktung ist. Anders gesprochen, dass klar ist, was die Ordnung ist. Und das ist sichtbar, wenn ein wenig Abstand gewonnen ist, sodass gleichzeitig eine andere Form von Ordnung, oder Rhythmus vorhanden ist. Es gibt also etwas, das die Absolutheit unserer Vorstellung oder Taktung oder Ordnung pariert. Dadurch, dass es auftaucht, dass es erscheint. Und ich denke, das ist, was im Zögern auftaucht. Es ist gar nicht so leicht zu erklären, aber vielleicht kommt dir das bekannt vor. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Und vielleicht ist es interessant, dem Zögern mehr Aufmerksamkeit zu schenken, wenn es passiert, wenn es in einem sich bemerkbar macht. Und wenn die Gelegenheit da ist, ihm tatsächlich zu folgen und sich deshalb vor allem nicht zu schämen. Denn wer weiß, wie entscheidend und vielleicht sogar heldenhaft ein Zögern zur rechten Zeit sein kann. Wer weiß. Ich wünsche dir alles Liebe
Hm.